Heute befinden wir uns kulinarisch in der mexikanischen Küche. Allerdings auch nur so ein bisschen angelehnt. Wir werden ein Burrito machen, ein Steak-Burrito. Und den allerdings nicht nach einem mexikanischen Rezept, sondern ja, so ein bisschen selbst entwickelt. Dieses Rezept werden wir dafür nutzen, um einen Vergleich anzustellen zwischen einem Rinder-Minutensteak, den ich welches ich bei einem Discounter gekauft habe, und einem schönen Hüftsteak, in dem Fall aus dem Großhandel. Und schauen mal, welches davon besser schmeckt. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde des guten Geschmacks, bei Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Für die Burritos habe ich mir hier so eine Tortillas oder Wraps besorgt. Das sind Vollkorn-Wraps, deswegen sehen die so ein bisschen anders aus. Und da machen wir die Füllung rein. Als Creme, als Unterlage habe ich hier einen Esslöffel Creme Légère, einen Teelöffel Honig und einen Teelöffel Senf. Daraus rühren wir uns eine Creme an. Des Weiteren kommt ein bisschen Zwiebel. Die werden wir vorher rösten mit ein wenig Paprika. Eine Frühlingszwiebel, die kommt später so zum Crunch drauf. Und eine halbe oder eine Viertel Avocado. Dazu brauchen wir so ein bisschen Limettensaft. Also die Limette, davon brauchen wir bloß den Saft. Und eine Geheimzutat, nämlich einen Apfel. Den Apfel werden wir tatsächlich auch grillen, in Scheiben schneiden und die ein wenig anrösten. Und dann mit in die Füllung geben. Das gibt so einen, ja, ziemlich spannenden Kontrast zu dem Limettensaft und zur kräftigen Paprika. Das wird ein ganz geiles Spiel. Und ich habe hier einmal die Minutensteaks und einmal das Hüftsteak. Das werden wir in dünne Scheiben schneiden und dann auf dem Grill auf der Plancha scharf anbraten. Dann mit dann füllen und in den Burrito noch Idlin mit reingeben. Dann den kompletten Burrito nochmal auf den Grill, nochmal kurz überbacken, sodass der auch nochmal von außen ein paar Röstaromen bekommt. Und dann können wir den anschneiden und ich denke, dass das ganz lecker wird. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Zwiebeln schneiden wir in dünne Ringe oder Halbringe. Die Zwiebelhalbringe habe ich jetzt in die Pfanne gegeben, so etwa einen halben Teelöffel Rapsöl darunter gestreut. Jetzt ein wenig Salz darüber und ich gebe immer noch ein paar Kümmelkörner rein, Kümmelsaat. Ja, einfach wegen der Verdauung. Und wenn es nicht zu viel ist, dann schmecken die auch nicht raus. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Die Soße rühren wir uns aus so ein bisschen Creme Légère. Den Honig. Das ist jetzt Soße, die sollte eigentlich für beide Burritos reichen. Ja, Creme Légère, Senf und Honig. Bisschen Salz. Man kann auch Joghurt nehmen, aber dann achtet bitte drauf, dass der schnittfest ist. Oder stichfest heißt das. Und dann geht es natürlich genauso. Lecker.
Die Minutensteaks, beziehungsweise auch die Hüfte, wird dann in schmale Streifen geschnitten. So, die Zwiebeln sind auf dem Grill. Die, schätze ich, brauchen so 20 bis 25 Minuten. Nach etwa 10 Minuten werde ich noch ein paar von den Paprikaringen dazugeben, dass die auch ein bisschen mitschmoren. So hat man dann beim Füllen ein bisschen rohe Paprika, ein bisschen geschmorte Paprika, die ein bisschen mehr Süße mitbringt. Und dieses Zusammenspiel, der Crunch dieser rohen Paprika, das kommt, glaube ich, ganz gut. Das Fleisch habe ich mit einer Gewürzmischung noch ein bisschen angemacht. Und zwar, der eine oder andere kennt Magic Dust. Magic Dust gibt es tatsächlich auch ohne Zucker, nennt sich dann bei den meisten Herstellern Magic Zero oder zumindest sehr ähnliche Namen. Ja, da ist ein bisschen Paprika drin, verschiedene andere Gewürze. Schmeckt ganz gut und das, ja, damit habe ich das Fleisch halt so ein bisschen noch gewürzt. Das werden wir, wenn die Plancha, also die Grillplatte heiß ist. Letztendlich kann auch jeder eine Pfanne benutzen, um das mal so nebenbei zu sagen. Wenn die richtig heiß ist, rauf, dann kurz anbraten, anrösten lassen von allen Seiten, so 2 bis 3 Minuten. Und dann können wir den Burrito auch schon zusammenbauen. So, die Plancha ist jetzt heiß. Da werde ich jetzt etwa so einen Teelöffel Rapsöl drauf machen und das Fleisch anbraten. Na, kommt nichts. So. Einmal das Minutensteak und einmal das Hüftsteak. Und die Apfelscheiben lege ich einfach so auf den Grill, auf den Rost, der echt heiß ist. Heidewitzka. So. So, alles fertig. Dann bauen wir jetzt mal zusammen. Und zwar werden wir anfangen mit unserer Creme. So. Dann, wo ist es? Kommt hier unser Minutensteak. Oh, das sieht klasse aus. Und die Äpfel. Lecker, oder? Leicht angeröstet. Dann kommen so ein paar geröstete Zwiebeln dazu. Bisschen Paprika. Und die Avocado. So, ein bisschen Frühlingszwiebel für den Crunch. Ein wenig Salz. Ein bisschen geschroteten Pfeffer. Der Käse. Nicht zu wenig. So etwa 2 Esslöffel dürfen es sein. So. Und so ein bisschen Limettensaft. So. Und dann bauen wir den zusammen. Hinten
Das ist das untere Ende quasi. Das klappen wir um. Und ziehen das so ein bisschen mit Kraft, vorsichtiger Kraft, damit der nicht reißt, zusammen. Drehen den um und so kommt er jetzt nochmal auf den Grill und wird nochmal so ein bisschen angeröstet. Außerdem hat es den Vorteil, dass der Tortilla dann ein bisschen knuspriger und steifer wird und nicht von selbst wieder auseinanderklappt. Wir werden jetzt beide von der von der Oberseite ein bisschen angrillen, also von der offenen Seite, so dass die da ein bisschen besser verschlossen sind. Und reicht. 1,5 Minuten reichen. So, andere Seite nochmal und dann können wir essen. So, jetzt wurde ich schon drauf aufmerksam gemacht. Jetzt kommt wieder deine Lieblingsstelle. Jetzt kann ich mich kosten. Im Übrigen sind wir bei 13 Dings da komplett pro Wrap. Allerdings haben wir da 150 Gramm Fleisch drin. Da kann man... Das ist schon eine Mahlzeit. So, dann werde ich mal einen Mittelschnitt hier machen. Und dann schauen wir uns die Sache mal an. Oh, geil. Tatarata. Boah, der Hammer. So geil. Mit diesem Apfel, das ist der perfekte Gegenspieler zu dieser Paprika. Klasse. Den anderen werde ich mal nicht anschneiden, den koste ich einfach von oben. Auch gut, aber für mich gibt es einen klaren Sieger. Für mich ist das Hüftsteak deutlich besser. Erstens ein bisschen mehr Geschmack und viel zarter. Die Minutensteak, also so ein Hüftsteak kostet das Kilo 10, 12 Euro. Kriegt man, zumindest wenn es im Angebot ist. Ja, für 12 Euro bestimmt. Die Minutensteaks sind etwas günstiger. Die sind in dem Fall aus der Keule gewesen. Sind aber auch etwas zäher, muss man so sagen. Wenn man den Aufpreis und 12 Euro für das Kilo finde ich jetzt auch nicht so viel. Ja, wenn man den Aufpreis nicht scheut, würde ich zum Hüftsteak tendieren oder empfehlen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr die Glocke unten betätigt, dann werdet ihr automatisch erinnert, dass wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten verbleibe ich, euer Carsten. Bleibt gesund. Ciao.